Hallo allerliebste Adelheid. Bücher hast du geschrieben, mehrere. Die wurden einmal gelesen, vielleicht auch 3-, 4-mal, aber dann stehen sie im Regal. Dann habe ich noch eine Mappothek voller Arbeiten von dir. Aber wir wollen dich sehen und nicht nur im Regal stehen haben oder an der Wand hängen, sondern wir wollen dich sehen, wie du leibst und lebst und lachst und dich bewegst. Und dafür habe ich einige uralte Filme gefunden. In der Mappothek liegt eine Ikone. Es gibt noch 3 Stück von dieser Lithografie. Der Omnibus nach 13 Linden. Du bist dorthin mit dem Colonel Orfeo gefahren. Und hier ist er, dein Colonel, der mit dir im Omnibus saß. Na, ihr denkt da was Falsches, sagt der Plater, der gerade dazu kläfft. Die große Liebe der Adelheid war der Ferdinand. Zuerst hat sie ihn jahrzehntelang geliebt und dann hat sie ihn 2 Jahrzehnte lang gezeichnet. Die Hochzeit, die Skitouren, der Sturz vom Hausdach, das gebrochene Bein, euer Auto. Und dann die Geschichte der Familie. Und hast getrauert über Klaus. Es war 2003 und dein Geburtstag. Das Frühstück war in der Rua Pindorama mit Besuch von Marcia Sirne aus São Paulo. Und dann am Nachmittag war das Fest im Museu do Trabalho, wo du von allen geehrt wurdest. Manche haben dich so stark umarmt, dass ich immer gefürchtet habe, sie könnten dir die Rippen brechen.
Eduardo Hesbert hat dir, liebe Mutti, das Radieren beigebracht. Und zwar im alten Atelier vom Iberê Camargo. Aber weiter zu deinem Geburtstagsfest. Adelheid, was du nicht erleben musstest, war die große Überschwemmung in Porto Alegre, die dieses wunderbare Museo do Trabalho vollkommen zerstört hat. Das Museum hatte ein eigenes Theater und beinahe wärst du ein zweites Mal auf der Bühne gestanden. Das erste Mal war auf der Volksbühne in Natas. Und du hättest beinahe das ganze Theaterstück durcheinander gebracht, weil du improvisiert hast. Du wuchst in der Frau-Hitz-Straße auf, alte Höttingerin. Dann übersiedelst du verheirateterweise in die Höttingerau. Und dann wurdet ihr dort abgelöst, verkehrsmäßig bedingt, und du fandest deine dritte Heimat in Natas, was du sehr geliebt hast und ein Buch darüber geschrieben. Aber wer ein Buch schreibt mit dem Titel Mein Brasilien, lässt durchblicken, dass er auch dort eine Art Heimat gefunden hat. Adelheid, die Königin vom Museo do Trabalho, ist doch auch schließlich deine wunderschöne Lithografie als Logomarke auserkoren worden. E aqui, agora agora é a última gravura que vai história. O ano, né? Esse ano. O ano que vem nós vamos ter que fazer mais gravura. Ja, demais. Proxima ano. Mais. Proxima ano schon. Ah. Eu estou muito jovem. Eu tenho muitos anos. É verdade. Por trabalhar. É verdade. Tá? Ja, Paulina. É fiz. Fiz. Aqui, ó. Foi forçado. Ja, dein großer Meister im Museum war Paulinho Ximendes. Dort hast du auch Marlies Ritter kennengelernt, die dich in die hohe Kunst der Keramik eingeführt hat, obwohl du schon bildende Künstlerin warst, viel früher. Und so beschreibt deine Lehrerin, wie du zu ihr in die Klasse kamst. Es war Sommer. Leise trat sie in den Raum, wie auf Zehenspitzen ging sie, leicht wie eine Feder. Adelheid trug eine Jeans, hatte ein weißes Leiberle, dieses Wort habe ich bei ihr gelernt, Tennisschuhe, keine Tasche, nur so ein aus Baumwolle bunt bemaltes Beutelchen, das sie über die Schulter trug. Schneeweißes kurzes Haar, eine schöne braune Haut und jetzt kommt es. Rot bemalte Fingernägel zum Beneidenrot, knallrot.
Sie ging langsam, vorsichtig, dieses Vorsichtige an ihr liebe ich so sehr. Wir hatten unsere Geheimsprache, das Deutsch, und das war mein Glück. Adelheid meinte, sie hätte ja nie modelliert, sie wüsste ja gar nicht, wie anfangen, aber dann so im Gespräch kamen wir beide auf Kuchen und Marzipan, was man so für die Familie tut. Ja, viele Kuchen hatte sie schon gebacken und geschmückt, Weihnachtsgebäck aller Sorten, Marzipanfiguren. Also sagte ich zu ihr, tu so, als ob der Lehm Marzipan sei. Fing sie an mit dem wunderschönen Kuchen zum 80. Geburtstag ihres Mannes. Sie modellierte und modellierte. Ihren Mann, die Musikanten, sich selbst. Es hat gebraucht, bis sie mit sich selber zufrieden war. Und natürlich einen Hund. Vielleicht war es der Bero. Und dann kam die große Produktion. Du hast Tiere gemacht. Uns alle. Eine Weihnachtskrippe. Es war wunderschön. Und hast es brennen lassen, zum großen Teil in St. Nikolaus, beim Turner. Bei diesem Turner, dessen Großmutter oder Urgroßmutter nach Brasilien ausgewandert ist und die du in 13 Linden besucht hast. Jetzt aber zu deinen Ausstellungen. Dreimal in Porto Alegre, wir alle konnten dabei sein. Einmal in Hall, einmal in Imst wurden deine Arbeiten gezeigt. Da standest du unter den Fittichen von Monika Lamy und Andrea Schaller. Paulinho hat dir Rio Grande do Sul gezeigt und du ihm das schöne Tirol und Südtirol. Angst vor Abschied hattest du nie. Abschied war für dich gleich wie Ankunft. Ah, mangas, meus amigos. Eu vou agora para casa. Depois eu lembra, Erinnerung. Não é kann auch noch mehr. So schnell schalte nicht im Hirnkastel. Was soll ich denn sagen? Ciao, amigos. Talvez veremos nos no próximo ano em voll cheio da saúde, alegre, etc. Ja, ciao. Geht's euch gut? Ja, jetzt geht's wieder gut. Es ging dir immer gut, auch wenn es dir nicht gut ging. Du warst ein glücklicher Mensch. Du sprangst von der großen Welle auf den Regenbogen und hinterließt uns als Geschenk diesen Spruch.
Und Marlies Rita war dabei, als ich einen Teil deiner Asche in eine Bronzekugel schweißen ließ, die bei mir im Garten auf einer Säule steht.